Carsten, vor uns steht die Husqvarna 701 Supermoto. Ja. Die hatten wir im Motorrad-Top-Test. Vielleicht kannst du irgendwie zwei Worte sagen, was eigentlich an dem Top-Test das Besondere ist und warum die Supermoto im Top-Test vielleicht gar nicht so richtig gut aufgehoben ist. Oder vielleicht doch? Okay, also das Besondere am Top-Test ist, dass man sich um ein Motorrad ein bisschen intensiver kümmert. Also man fährt nicht nur auf der Landstraße irgendwelche Fahreigenschaften raus, sondern auch noch auf abgesperrtem Gelände machen wir verschiedene Slaloms und Kreisbahnen und Bremsmessungen, sodass man sich halt um das Motorrad einfach ein bisschen intensiver kümmern kann. Und zu deiner zweiten Frage, warum sie dort sich nicht so gut schlagen sollte. Also beim Top-Test sicherlich in den eigentlichen Fahreigenschaften bestimmt ganz gut. Die grundlegenden Bewertungsschemen sind allerdings sehr alltagstauglich ausgelegt. Also da geht es auch viel um Sitzkomfort oder Verbrauch oder Reisetauglichkeit und so weiter. Und da könnte sie natürlich unter Umständen nicht so gut abschneiden. Ja, genau. Aber das Erstaunliche ist, sie hat eigentlich relativ gut abgeschnitten. Sie kommt bei unserem 1000-Punkte-Schema, bei unserer 1000-Punkte-Bewertung auf 598 Punkte. Das ist für eine Supermoto, die gerade, wie du gesagt hast, in Alltagskategorien jetzt nicht so performen kann. Also sei es auch einfach ausstattungsseitig. Doch echt ein tolles Ergebnis, oder? Das spricht doch auf jeden Fall schon mal für die Supermoto. Ja, auf jeden Fall. Also die Fahreigenschaften waren echt toll von dem Motorrad. Das ist richtig geil. Bei Alltag holst du natürlich nicht so viel. Deswegen ist eigentlich umso erstaunlicher, wie du sagst, dass sie doch immerhin fast 600 Punkte erreicht hat. Was aber auch am geringen Verbrauch zum Beispiel liegt. Und vor allen Dingen an dem extrem leistungsstarken Motor für so einen Einzylinder. Du hast es gerade schon gesagt, leistungsstarker Motor. Und das Ding geht wie die Hölle, oder? Das ist echt der Wahnsinn für so einen großvolumigen Einzylinder mit, ich glaube, 105er Bohrung. Wahnsinn, oder? Also 75 PS aus dem Einzylinder ist echt unvorstellbar. Das ist macht schon richtig Spaß. Das ist einfach Sportmotorrad pur. Gar keine Frage. Und das Schöne ist, der Motor läuft, also die Husqvarna, die hat kein Drehzahlmesser, also es ist ja ein spartanisches Cockpit. Wir schätzen so ab 3.500 Umdrehungen läuft der Motor schön rund und eigentlich von da an dreht er so befreit hoch. Also man merkt ihm gar nicht an, dass es irgendwie ein ganz, ganz dicker Kolben ist, der da auf und ab pumpt. Und vor allen Dingen, also Drehfreude ist bei dem Motor ja echt ungewöhnlich für dieses Konzept, aber echt echt ein Trumpf dieses Motorrads, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch vor allen Dingen durch die zweite Ausgleichswelle läuft er echt geschmeidig über den gesamten Drehzahlbereich. Und man kann ihn ab 3 locker hochdrehen lassen bis zum Begrenzer. Also untenrum läuft er vielleicht ein bisschen hart, aber ab 3 ist es wirklich gar kein Problem. Also macht total Spaß, ja. Dazu kommt, dass das Getriebe sich ganz, ganz fluffig schalten lässt. Also wir haben schon beide gesagt, also an mancher Stelle beinahe ein bisschen zu leicht, weil man muss eigentlich nur ganz, ganz leichten Bewegungen am Schalthebel machen und der nächste Gang flutscht rein. Grundsätzlich sensationell. Kupplungsbetätigung ist auch sehr leicht. Anti-Hopping-Kupplung, die tadellos funktioniert, muss man sagen. Also wenn man irgendwie vor einer Kurve anbremst, das Hinterrad leicht wird und man gleichzeitig runterschaltet und einkuppelt, das Hinterrad kommt eigentlich nie quer. Wobei, zurück vielleicht zu unserem Top-Test und auch unserer Fahrt auf dem Top-Test-Gelände, quer mit dem Motorrad ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist, oder? Ja, wenn man ein bisschen Spaß haben will, also wenn man mal einen Wheelie raushauen will oder ein bisschen quer andriften will, das kann man mit der natürlich super einfach probieren oder üben. Das geht viel einfacher wie mit anderen Motorrädern, gar keine Frage. Und was du vorher gesagt hast mit Bremse und Getriebe und Motor, dann merkt man einfach, dass es halt schon von KTM kommt, also ready to race, auch wenn es eine Husqvarna ist, aber das machen die halt perfekt. Also mit der kann man eigentlich direkt von der Landstraße auf die Supermoto-Piste abbiegen. Das Fahrwerk wird das alles mitmachen. Das Fahrwerk ist eigentlich so abgestimmt, dass man sie auf der Landstraße ganz komfortabel fahren kann, aber wenn man zudreht, also sie ist ja voll einstellbar vorne und hinten, wenn man zudreht, hat man auf der Supermoto-Piste erstmal keine Probleme. Natürlich, wenn man irgendwann mal ein extremes Level erreicht, wird man auch da rangehen, aber erstmal kann man mit dem Motorrad wirklich direkt auf die Supermoto-Piste und braucht nichts groß machen. Auch schon allein wegen den Reifen, da sind halt Supermoto-Reifen drauf. Genau, da sind Conti Attack SM heißen die Reifen, die sind da drauf. Da haben wir schnell gemerkt, sobald die so ein bisschen Temperatur haben, grippen die im Trockenen wie die Hölle. Ja, die grippen wirklich wie die Hölle. Also man braucht auch für diese Fahrzeugkategorie ein bisschen spezielle Reifen, weil das Fahrzeug wiegt ja gerade mal 160 Kilo und das sind so normale Sportreifen, vielleicht von der Rückmeldung nicht so gut oder auch von der Haftung im ersten Moment nicht so gut, aber die Reifen, die haben super Haftung und
tipptopp für die Strecke. Allerdings natürlich sind sie dann auch relativ schnell verschlissen, würde ich mal sagen. Genau, als wir jetzt auf unserem abgesperrten Gelände unterwegs waren und ich sag mal so 70, 80 Kilometer auf dem Gelände vielleicht gemacht haben, da hat man am Vorderreifen schon gesehen, dass sie so geringe Abnutzungserscheinungen haben. Liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie mit so einer Supermoto irgendwie relativ lange in eine Kurve hineinbremsen kann. Die Rückmeldung auch echt in Ordnung war, so das hat ja echt ordentlich gefetzt. Klar, hat aber auch, also so ein bisschen Tribut muss man trotzdem zahlen, nämlich dann, wenn die Straße nass ist, auf unserer Heimreise von unserem Top-Test-Gelände, hat es dann geschifft ohne Ende. Und dann bewegt man sich so ein bisschen wie auf rohen Eiern. Da merkt man, da können die Reifen die Temperatur nicht halten, beziehungsweise gar nicht richtig aufbauen. Für die nasse Straße ist es nicht so richtig gemacht, oder? Genau, also bei Nässe muss man ein bisschen vorsichtiger dann fahren, aber ansonsten ist ja auch so eher ein spezielles Motorrad. Also es ist ja wirklich nicht so für den normalen Alltagsfahrer, der auch einfach mal bei schlechtem Wetter irgendwie loszieht, sondern es ist ja wirklich ein Spaßgerät. Also mit der will man einfach Fun haben und ich denke mal, dann sind die Regenfahrten sowieso eher selten und wenn, dann macht man halt für die Supermoto-Piste ein paar Regenreifen drauf. Ja, also insofern so eine seltene Vorstellung von einer Supermoto bei uns im Top-Test. Wir haben es eben zu Anfang schon gesagt, hat sich wirklich grandios geschlagen in den Kategorien Motor und Fahrwerk. Alltagskategorien lassen wir jetzt mal beiseite, aber in der Summe mit ihren 598 Punkten ist das echt ein Wort. Carsten hat es vorhin gesagt, sie verbraucht zudem wenig, das hatten wir so gar nicht erwartet. Wir sind auch mit dem Motorrad mal einen 130er Verbrauch auf der Autobahn gefahren. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren wir da bei 4,3 Liter. Genau, Oder 4,3 Liter auf 100 Kilometer und unser Landstraßenverbrauch lag sogar nur bei 3, Also unter 4 Liter auf jeden Fall. unter 4 Liter auf jeden Fall. Waren wir wirklich begeistert von, weil die Performance des Motors sonst irgendwie wirklich astrein ist, erstklassig ist. Genau. Das, was eigentlich unser Fazit ist, ist so ein bisschen, dieses Motorrad erlaubt spielerischen Umgang am Limit. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb dieses Motorrad gerade bei einer jüngeren Zielgruppe, das haben mir jetzt auch noch mal einige Husqvarna-Händler bestätigt, einfach wirklich das Motorrad der ersten Wahl ist. Damit geht einfach alles und damit kann man vielleicht auch ein bisschen rebellisch sein. Und auch das hat uns auch in unserem Alter echt gut gefallen, oder? Ja, ist auf jeden Fall so. Vor allen Dingen, sie steht halt komplett konkurrenzlos da. Also es ist die einzige Supermoto-Maschine mit Euro 4 und die auch richtig Bock macht auf der Landstraße. Ja. Also zumindest in dieser Leistungsklasse mit Einzylinder. Genau, da darf man gespannt sein, ob 2018 eine neue KTM SMC bzw. SMCR kommt. Da sind wir mal gespannt. Ansonsten zum jetzigen Zeitpunkt wirklich konkurrenzlos. Dieses Motorrad kostet im Übrigen 9.695 € in Deutschland. Insofern, wir hatten Spaß und empfehlen dieses Motorrad auch zum Spaß haben. Genau.